Kommt der digitale Euro früher als erwartet? Eins ist klar, seitdem die USA mit dem Genius Act sich auf Stablecoins festgelegt haben, gerät die EU in Panik. Sie ist unter Zugzwang und will auch handeln. Alles weitere dazu in diesem Video. Du hast es vielleicht mitbekommen, vor kurzem haben die USA das sogenannte Genius-Gesetz verabschiedet. Hier geht es um die Regulierung von Stablecoins. Präsident Trump hat ja schon während dem Wahlkampf gesagt, dass es keinen digitalen Dollar, also keine CBDCs in den USA geben wird. Stattdessen will man sich hier auf Stablecoins fokussieren, die Regulierung von Stablecoins sozusagen hier vorantreiben und damit die Power des Marktes, der Marktwirtschaft nutzen, um die digitale Technologie unter der Ägide des US-Dollars hier weltweit zu dominieren. Und dazu haben die USA natürlich auch allen Grund, denn eins ist natürlich völlig klar, der Genius Act hilft vor allen Dingen den USA und der amerikanischen Notenbank. Sie hilft dabei, dass der Bedarf an neuen US-Dollar steigt, denn jeder in den USA regulierten Anbieter eines solchen Stablecoins muss in Zukunft 100% der Coins absichern durch amerikanische Staatsanleihen. Und das ist natürlich das Interesse der amerikanischen Regierung. Du weißt, Amerika hat gigantische Schulden, 37.000 Milliarden Dollar an Schulden. Verbindlichkeiten müssen ständig umgeschuldet werden und daher ist es natürlich immer notwendig, dass hier ein Bedarf an neuen amerikanischen Papieren entsteht und genau das wird durch die Stablecoins sichergestellt. Denn die Anbieter von Stablecoins müssen im Grunde amerikanische Treasuries halten. Dazu sind sie gemäß dem Genius Act gesetzlich verpflichtet. Und natürlich wissen die Amerikaner ganz genau, dass eine solche privatwirtschaftliche Lösung, eine kapitalistische Lösung sehr viel mehr für die Verbreitung tun wird. Da ist die Kreativität des Unternehmertums hier mit involviert. Das ist nicht so behäbig wie eine digitale Währung selbst, sondern die Unternehmen, die an diesem Markt beteiligt sind, da kannst du ganz stark davon ausgehen, die werden alles dafür tun, die sind gewinnorientiert, damit möglichst viele Stablecoins ausgegeben werden und dass die Benutzung von dollarnotierten Stablecoins auch in Europa rasant zunehmen wird. Und das ist genau das, wovor die Europäische Union Angst hat. Laut verschiedenen Aussagen der EU-Kommission fühlt man sich sowieso schon nicht wohl dabei, dass alle wichtigen Zahlungsanbieter, Visa Card, Mastercard, American Express, Stripe, PayPal, was auch immer, im Grunde genommen schon aus den USA kommen. Man will hier seine eigene Lösung haben und man hat eigentlich gedacht, dass man hier nun Morgenluft wittern könne, weil die USA kein CBDC einführen und stattdessen auf Stablecoins setzen. Dann ging das Ganze jetzt aber so ratzfatz, so schnell in den USA, dass dieser Genius Act hier verabschiedet wurde und das ja mit der Unterstützung von Parlamentariern beider Parteien, also eine überparteiliche Lösung. Das sagt ja schon mal, welche Bedeutung eigentlich das Thema hier bei den Politikern in den USA hat, eben vor dem Hintergrund dieser laufenden hohen Verschuldung in den USA. Also deswegen berichtet jetzt die Financial Times davon, dass man den digitalen Euro schon früher einführen möchte als gedacht. Ich will dir mal diesen Artikel zeigen. Ein Artikel vom 22. August 2025. EU speeds up plans for digital euro after US stablecoin law. Concern over competitiveness raises possibility of digital currency using public rather than private blockchain. Also wie kann man jetzt die Einführung eines digitalen Euro beschleunigen? Der Artikel beschreibt es hier. Offensichtlich überlegt man nun hier keine private Blockchain aufzulegen, sondern eine öffentliche Blockchain wie zum Beispiel Ethereum oder Solana zu verwenden, um das Ganze eben zu beschleunigen. Hier erwähnt man nun auch, dass die schnelle Einführung des Gesetzes in den USA viele Leute, viele EU-Bürokraten aufgeschreckt hat. Let's speed up things, let's push. Also lass uns hier voranschreiten, lass uns diesen digitalen Euro so schnell wie möglich einführen. Hier wird jetzt ein anderes Thema in diesem Artikel angesprochen, wozu ich ja auch schon Videos gemacht habe, nämlich, dass man in der EU sich immer wieder hier auf das chinesische Modell beruft. Du weißt ja, in China ist schon lange ein CBDC-Rollout hier in Gange, der digitale Yuan. Der ist noch nicht chinaweit eingesetzt, sondern regional, wird aber hier umfassend getestet. Das findet Lagarde ganz toll und man will hier also etwas einführen, das ähnlich wie der chinesische digitale Yuan offensichtlich strukturiert sein soll. Und damit kommen wir natürlich nun zu den ganzen Risiken, die ein solches Projekt hier birgt. Auch das haben wir schon immer wieder auf diesem Kanal angesprochen.
dass man China immer so als Beispiel hochhält für die erfolgreiche Implementierung eines digitalen Euro. Das ist natürlich schon mal etwas, was grundsätzlich als sehr bedenklich einzustufen ist, denn China ist ja ein Überwachungsstaat per excellence. Ich möchte jetzt gar nicht hier negativ über China reden, aber ein Überwachungsstaat ist es definitiv. Das heißt, in China soll es möglich sein, programmierbares Geld zu haben. Details dazu sind noch nicht bekannt. In der EU sagt man, dass programmierbares Geld nicht geplant ist, dass man auf keinen Fall einen programmierbaren digitalen Euro haben möchte. Wobei zum Beispiel gar nicht klar ist, ob hiermit gemeint ist, dass man politisch sich gegen programmierbares Geld ausspricht oder tatsächlich in der technischen Funktionalität des digitalen Euro eine solche Programmierbarkeit unmöglich machen will. Dass hier immer wieder von China gesprochen wird, das bedeutet meiner Meinung nach, dass man hier sowohl Dinge wie die Programmierbarkeit des digitalen Euro mit erwägt, wenigstens technisch, auch wenn man das Ganze abstellt. Damit sind dann zum Beispiel Funktionen möglich, dass ich sagen kann, wofür der digitale Euro ausgegeben werden kann. Also man könnte zum Beispiel damit sagen, du darfst damit keine ungesunden Nahrungsmittel kaufen. In Texas zum Beispiel in den USA haben ja Sozialhilfeempfänger eine Geldkarte, wie wir sie zum Beispiel in Deutschland von der Geldkarte für Asylbewerber kennen. Das ist zwar kein CDBC, ist mir schon klar, aber ist im Grunde genommen auch programmierbares Geld. So wird zum Beispiel gerade darüber diskutiert, ob Sozialhilfeempfänger in den USA, spezifisch in Texas, kein Junkfood mehr, keine Süßigkeiten mehr mit der Geldkarte kaufen können in Zukunft. Alkohol können Sie schon jetzt nicht kaufen, Bargeld können Sie auch nicht abheben, das Geld verfällt. Das heißt, du kannst also nicht sparen mit dieser texanischen Geldkarte für Sozialhilfeempfänger. Und das sind alles Möglichkeiten, die natürlich der digitale Euro auf Steroids noch bietet. 100-mal mehr Funktionalität, sehr viel feiner abgestimmt, als es eine solche Geldkarte jemals könnte. Andere Bedenken ist die Verfolgbarkeit von Zahlungen. Jeder einzelne digitale Euro lässt sich im Grunde tracken. Man kann letztlich sehen, wie der von Eigentümer zu Eigentümer wandert. Also da sind umfangreiche Überwachungsfunktionen mit dem digitalen Euro möglich. Und wenn wir von China sprechen, dürfen wir natürlich auch das Social Credit System nicht vergessen. Auch hierzu ist die Gesamtmengenlage in China zumindest mir nicht hundertprozentig klar, wie das da genau funktioniert. Also soweit ich weiß, gibt es flächendeckend in China kein Social Credit System, aber es gibt regionale Social Credit Systeme, die verändern sich auch laufend. Mal werden sie verschärft, mal werden sie wieder aufgeweicht. Aber es gibt erschreckende Beispiele, die jetzt auch schon einige Jahre alt sind. Hier zum Beispiel ein Artikel einer australischen Zeitung von 2018, durchaus glaubwürdig meiner Meinung nach. Hier siehst du Bilder einer Überwachungskamera und diese Überwachungskamera überwacht eine Fußgängerampel. Wer hier rot über die Ampel läuft, der wird identifiziert per Gesichtserkennung. Dann wird er hier an einen digitalen Pranger gestellt. Dann bekommt er einen schlechten Eintrag in seinem Social Credit System. Das heißt zum Beispiel konkret, ja, in China jetzt in diesem konkreten Beispiel, das ist in der Chengdu-Region in China. Das bedeutet, dass du dann keine Flugtickets mehr kaufen kannst oder keine Tickets für Schnellzüge mehr erwerben kannst, weil dein Social Credit so stark gesunken ist. Dann wirst du einen Strafzettel bekommen und der Betrag wird dir direkt von deiner Karte, von deinem Konto abgebucht. Und das sind natürlich schon erschreckende Visionen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie einfach das mit einem digitalen Euro werden wird, wenn jeder ein digitales Wallet hat. Da kann der Staat ja mehr oder weniger frei über dein Geld verfügen. Wenn hier also immer China hochgehalten wird als Beispiel für einen digitalen Euro, dann müssen ja diese EU-Beamten, die solche Aussagen machen, doch genau diesen Kontrollstaat, der China zweifellos ist, ja im Hinterkopf haben. Dann ist das etwas, was sie wenigstens erwägen oder dem sie auch zumindest nicht abgeneigt sind. Vielleicht nicht jetzt, aber man hat diese Möglichkeiten, die ein solcher digitaler Euro bietet. Und das ist ja nicht die einzige Überwachungsmaßnahme, die von der EU diskutiert wird. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, am 14. Oktober zum Beispiel wird darüber abgestimmt, ob sämtliche Message-Provider, sagen wir jetzt mal Signal oder auch WhatsApp etc., ihre Nachrichten screenen lassen müssen für problematische Begriffe. Und falls dort ein problematischer Begriff auftaucht, dann wird es hier eine Untersuchung geben. Möglicherweise wirst du dann den Behörden gemeldet werden. Also natürlich geht es da wiederum um Dinge, wie man ja so oft sagt, die Verhinderung von schwerer organisierter Kriminalität, Kinderpornografie und so weiter und so fort. Natürlich alles furchtbare Sachen, ist mir schon klar. Aber rechtfertigt das einen so massiven Eingriff in die Privatsphäre? Auf keinen Fall natürlich. Ja, also das ist nur ein Beispiel für den europäischen Überwachungsstaat. Ganz viele andere Punkte haben wir auf diesem Kanal
ja schon oft besprochen, sei es jetzt das zentrale europäische Bankkontenregister, sei es die AMLA-Behörde, sei es die schrittweise Beschränkung von Barmitteln, sei es das digitale Wallet und so weiter und so fort. Da gibt es ja so viele Maßnahmen, die letztlich von der EU geplant werden. Und da passt das natürlich alles mit dem digitalen Euro auch ins Bild. Und da soll mir doch bitte keiner erzählen, dass es hier nicht um die Etablierung eines Überwachungsstaates geht. Letztlich um etwas, was wir nur als die zweite Sowjetunion bezeichnen können. Das würde doch absolut nicht ins Bild passen. Daher die Frage, wie damit umzugehen ist. Nun, wir müssen uns natürlich all die Frage stellen, können wir uns überhaupt davor schützen? Geht das überhaupt, wenn du in der EU tätig bist, wenn du in der EU Kunden hast, wenn du in der EU Vermögen hast? Dann ist das wahrscheinlich schwierig, wenn du in der EU lebst, sowieso. Es gibt nun ja verschiedene Ansatzpunkte. Man könnte nun auch sagen, ich weiß, dass diese Sache kommt und ich muss mich halt einfach so verhalten, dass sie mir nicht schaden kann. Aber das ist ja auch ein Trugschluss. Das sagen sich alle Bürger, deren Staat sich zu einem totalitären Regime wandelt. Selbst wenn du dein Verhalten anpasst, ob das jetzt erstmal gut ist oder nicht, ob das jetzt dem Grundsatz der Meinungsfreiheit entspricht oder nicht, wahrscheinlich natürlich nicht. Aber selbst wenn du dich anpasst, dann werden sie dich am Ende trotzdem bekommen, weil sich das Netz ja immer weiter zuzieht, weil der Verhalten immer weiter reglementiert wird. Das heißt, aus meiner Sicht, das Beste ist raus so schnell wie möglich. Ich selbst habe Deutschland, wie du weißt, ja schon vor 25 Jahren verlassen, habe seitdem größtenteils außerhalb der EU gelebt, worüber ich sehr froh bin, muss ich sagen. Denn über mich existieren sehr wenige Daten nun innerhalb der EU. Ich habe keine Konten dort, ich habe keine Unternehmen dort. Also meine digitale Akte, die ist vielleicht so dünn, da gibt es nicht viele Daten, mit denen man was machen kann. Und hier siehst du genau das Problem. Je länger du in der EU lebst und von diesem System betroffen bist, desto größer wird die Datensammlung, die über dich angefertigt wird. Und das kann alles dann irgendwann gegen dich verwendet werden, insbesondere in Kombination mit KI, mit Analysesoftware. Das heißt, je früher du draußen bist, je weniger Daten du hinterlässt in der EU, desto besser ist es für dich. Das steht für mich außer Frage. Also, wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du dir Sorgen machst über den Fortgang der EU, über die Einführung des digitalen Euro, die jetzt möglicherweise beschleunigt werden soll, über den EU-Überwachungsstaat und wie du damit umgehen kannst, auswandern, Vermögen international diversifizieren, zweite Staatsbürgerschaften, einen Plan B zu haben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Das sind genau die Themen, mit denen wir uns seit fast 20 Jahren beschäftigen und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.